konsequent ökologisch. Ja. Jetzt musst du dich einmal selber vorstellen, weil wir das im Vorfeld nicht gemacht haben. Ich bin Viola Schubert von Mikasa und unser Motto ist, konsequent ökologisch Tiny Häuser zu bauen, bis ins letzte Detail. Und es ist ganz witzig, wir haben eben gerade gequatscht, wie das so ist mit Familie und so. Und dann habt ihr mir erzählt, wie das eigentlich mit den Tiny Häusern entstanden ist. Genau, der Ursprung war unsere eigene Situation, aufgrund von einem Bauprojekt eine kleine Übergangslösung zu brauchen. Und dann haben wir gedacht, wir bauen mal ein Tiny House für uns. Uns heißt eine vierköpfige Familie, also mein Mann und 2 Kinder und ich. Und wie gut hat das funktioniert mit Familie im Tiny House? Super gut, wir wohnen da und sind sehr glücklich, weil wir haben alles, was wir brauchen, haben wir da. Es ist, gerade im Winter ist es super kuschelig und gemütlich. Wir haben kleine Kinder, die wollen sowieso immer bei Mama und Papa sein. Das heißt, es bietet sich an. Ja. Und im Sommer haben wir viel den Garten. Es passt eigentlich in beide Jahreszeiten. Ich kann wirklich aus Erfahrung jetzt sagen, die Vorstellung, dass es gut passen könnte, hat sich in der Praxis bewährt, ja. Also ich glaube, gerade für Kinder ist es natürlich auch noch viel, viel schöner, weil man ja gefühlt auch viel mehr in der Natur ist. Ne? Man macht die Tür auf und du bist sofort draußen. Du brauchst natürlich das entsprechende Grundstück dafür, wo das funktioniert. Aber ansonsten, ich glaube, gerade mit Kindern ist das ja wirklich ein Vorteil. Also momentan wohnen wir in einem Hochhaus. Wenn du da die Tür aufmachst, dann kommt dann erstmal ein großes Treppenhaus. Genau. Und das ist... Auf jeden Fall, aber es braucht das passende Umfeld. Also es braucht den Garten, weil der Umraum wird Teil vom Wohnraum so ein bisschen. Ja. Also ich meine, ich gucke vom Bett hoch und gucke eigentlich schon in den Garten und so. Also das spielt eine große Rolle und ich bin viel mehr draußen dadurch. Die Kinder sind viel mehr draußen, weil ich muss nicht ein Stockwerk runter oder ein ganze Stockwerke runter. Wir haben davor ebenerdig gewohnt, 100 Quadratmeter, normales Mietshaus und mussten nur ein bisschen um die Ecke. Ich war vielleicht 30% so viel draußen wie jetzt mit den Kindern. Also es ist wirklich... Ja, genau. Man kriegt es ja auch viel mehr mit. Ja. Ne? Alles, also Wind, Wetter. Sonne, Wärme. Alles. Alles, genau. Magst du noch mal ganz kurz was zu erzählen? Das Spannende, was euch ja ausmacht, ist halt in der Tat dieses Ökologische, ne? Dass ihr sagt, ihr wollt halt nachhaltig produzieren, ihr produziert nachhaltig und halt natürlich auch gerade, passt es ja zum Thema, wir haben gerade ein großes Problem, Klimaproblem und so weiter und so fort und es schreiben sich sehr, sehr wenig so auf den Zettel und ihr macht das. Was macht das dann halt wirklich hier nachhaltig und ökologisch? Also wir können gerade mal anfangen. Das Schöne ist hier, wir haben extra ein Fenster nicht eingebaut, Ja. um bis ins letzte Detail wirklich zu zeigen, wir sagen nicht, wir sind ökologisch, sondern man kann bei uns in die Wand reingucken und sieht, es ist 15 cm Massivholz, ohne Schrauben, ohne Leim, ohne nichts. Es ist nur Holz, konstruktiv verschraubt mit Holzschrauben. Das ist eine Konstruktion, eine Firma aus dem Schwarzwald, die machen Massivholzwände. Das ist so ein Beispiel. Und das ist mit so einem Holzdübel quasi reingehauen, wo der Dübel dann wie so ein Nagel fungiert? genau, das sind Okay. eigens entwickelte Holzdübelschrauben, die Ja. die Firma verwendet und so die Wände herstellt. Also auch für große Häuser und jetzt eben für uns auch für Tiny Häuser. Und genau, das ist eine Lösung, die wir gefunden haben für die Wände, wirklich komplett ökologisch. Dann können wir weiterschauen, also eben auch zum Beispiel der Boden, auch Massivholz, auch aus dem Schwarzwald von einer wunderbaren Firma. Dann gucken wir in der Küche, was können wir für Materialien verwenden. Keine Verbundmaterialien, keine Verbundstoffe. In dem Fall haben wir jetzt hier Granit verarbeitet, Holz verarbeitet. Das sind zwar Holz 3S-Platten, aber auch alle mit entsprechenden Substanzen frei, also formaldehydfrei, wenn das nicht zu detailliert ist. Genau, dann haben Es wir... kann ruhig sehr detailliert werden, definitiv. Also klar, also 3-Schichtplatten habt ihr, weil natürlich ein Gewicht ein Thema ist und damit die sich nicht verziehen, ne? Nee, in dem Fall ist es nicht das Gewicht. Wir bauen nämlich extra auf den sogenannten Lafetten, LKW-Lafetten. Das heißt, Wechselbrücken meine ich, das sind die Unterkonstruktionen von Containern, Ja. wo der LKW-Anhänger drunter fährt, sich hochpumpt und das mitnimmt. Ah, okay. Und das ist unsere Entscheidung, eben nicht die klassischen Anhänger zu bauen, weil die sind bei 3,5 Tonnen beschränkt. Da Ja. können wir nicht weiterbauen. Und das schaffen wir mit unserer Massivbauweise nicht. Und wir haben 17 Tonnen und dadurch haben wir keine Gewichtseinschränkung. Wir haben im Bad Natursteinfliesen, also auch wieder richtig massiv. Hier Ja. auch, ne?
Nee, das sind Oder? Keramikfliesen. Ach so, okay. Aber im Bad haben wir zum Beispiel die Natursteinfliesen. Wir Ja haben, gut, ich meine, also echte Fliesen wollte ich, also jetzt Ja, nicht genau. natürlich, ja genau, aber es ist halt schon halt einfach Es sind Fliesen. Fliese. Es Wir ist haben nicht so, Folie oder so. Nee, genau, es ist keine Folie. Bei uns ist wirklich alles, ich sag mal, echt und wir versuchen sozusagen ehrlich zu arbeiten. Ja. Wir haben zum Beispiel auch hier uns für Keramik entschieden. Das ist auch wieder so ein kleines Detail, weil wir gesagt haben, ja, gibt es da nicht eine Alternative zum klassischen Verbundstoff, also zum Plastik. Und genau, deshalb haben wir hier keine Gewichtsbeschränkung. Es ist eine konstruktive Lösung jetzt mit der 3S-Platte. Im eigenen Tiny House haben wir eigene Vollholzplatten. Ja. Aus dem eigenen Sägewerk, weil wir viel Holz aus dem eigenen Sägewerk verarbeiten. Das ist ein Stamm aus der Region, den wir im eigenen Sägewerk verarbeitet haben zur Tischplatte. Eigenes Sägewerk musst du noch mal ganz kurz erzählen. Eigentlich baut ihr große Häuser. Eigentlich baut die Mutterfirma Casa Crescente ökologische Häuser, große Häuser, Wohnungen, was so angefragt wird, vor allem in Lehm- und Kalkputz, aber auch ganz in der Gesamtheit, also vom Grundaufbau. Und wir haben diese Mutterfirma hat sozusagen ein mobiles Sägewerk für die eigene Holzverarbeitung, Ja. die wir eben teilweise selbst verarbeiten. Wie jetzt hier die Platte, das ist eine Zeder aus der Region, die bei Fällungsarbeiten der Stadt gefällt werden musste und jetzt verarbeitet wurde und ein Tisch, also regional nachhaltig bis ins Letzte sozusagen. Das ist echt, das macht Spaß. Das glaube ich, aber es ist natürlich auch immer relativ schwer durchzuziehen. Ne? Man muss ja immer noch mal genau gucken, wo kommt mein Material her. Man muss es wirklich auch, wenn man damit wirbt, dann muss man ja auch hinterstehen und sagen, wir kennen den Typen, der den Baum da gefällt hat und das war schon okay, dass der Baum gefällt wurde. Ne? Und das können wir eben zu 100% sagen. Ja. Und es ist genau der Punkt, also ich denke, der größte Teil an Zeit bei solchen Tiny-Häusern, die wir gerade bauen, ist vielleicht gar nicht so sehr die Konstruktion, sondern das Ganze drumherum. Also zum Beispiel die Recherche, die Materialkunde, Ja. weil genau das der Punkt ist. Wir müssen wahnsinnig viel Arbeit leisten, rauszufinden, wo kommen die Materialien her, wie werden sie hergestellt, wie werden sie verarbeitet, wie ist vielleicht auch danach der Lebenszyklus. Also wir achten darauf, dass wir Materialien verwenden, die sehr langlebig sind und rezyklierbar sind, also wiederverwendbar, wieder aufbereitbar sind. Ja. Und das ist aber eben eine lange Kette, die wir versuchen zu verstehen an allen Stellen und auch nachzuverfolgen und eben auch bei Händlern zu gucken. Bei Produkthändlern finden wir wirklich den Händler, der auch ins letzte Detail, also genau. Aber gut, das ist der Punkt. Ich meine, wenn man wirklich da auch konsequent in die Zukunft denkt, Ja. und wir sehen jetzt die Folgen an allen Ecken und Enden, dann müssen wir ja alles umstellen und natürlich auch genau diese Branche hier, weil da fängt es halt dann natürlich auch mit Nachhaltigkeit an. Ne? Ja. Und wenn man dann sich irgendwie, müssen ja noch nicht mal Tropenhölzer sein, aber es reicht ja schon, wenn dann ukrainische Urwälder da gerodet werden. Das ist halt alles nicht so schön. Deswegen, das ist schon mal großes Respekt davor, dass ihr da wirklich sehr, sehr nachhaltig unterwegs seid. Ich gehe mal gerade hinten an diesen Wandaufbau, weil das ist ja auch sehr, sehr spannend. Wegräumen? Das ist ja, nee, das muss hier authentisch bleiben. Ja. Das ist ja echt Ja, das wird ja noch weggeräumt. Wir sind ja gerade noch. ja. Richtig dicke Wand, auf Ja. jeden Fall. Okay. Und der Grundriss ist ja jetzt hier auch ganz spannend, aber wenn ich jetzt als Kunde zu euch kommen würde, dann hätte ich auch die Möglichkeit zu sagen, wie ich meinen Grundriss haben würde. Wir haben vorhin gerade darüber gesprochen mit dem Kinderzimmer. Und ihr hattet ein Kinderzimmer sogar im Tiny House. Genau, also in Oder unserem habt ihr? Wir haben in unserem Tiny House ist der Grundriss ähnlich und doch anders. Also wir haben das kleine Zimmer hinten ist bei uns ein Kinderzimmer und wir haben insgesamt ein bisschen größere Grundfläche und in dem Bereich, wo wir jetzt hier stehen, ist nochmal ein hochgehobenes, separates Elternschlafzimmer. Wir haben dann den Wohn-Ess-Bereich als getrennten Raum. Also wir haben letztendlich 3 Räume plus das Bad. Habt ihr euch von vielen Sachen trennen müssen? Wir haben davor auf 100 Quadratmeter gelebt, ja. Ja. Und wir haben uns von den Sachen getrennt, die wir wirklich auch eigentlich gut verzichten drauf. Also auf Und die wir gut bereut verzichten man das können. irgendwann? Nein. Und fehlt einem irgendwas? Oder ist man dann... Also wir sind voll an dem Punkt, dass wir es genießen, weil wir haben nichts, was nicht wesentlich ist. Und alles, was wesentlich ist, passt locker rein. Und damit sind wir glücklich. Ja. Also wir Man- haben eigentlich unnötigen Ballast abgeworfen. Okay. Mal eine blöde andere Frage, die gehört jetzt vielleicht gar nicht so zum Thema, aber vielleicht auch ein bisschen zum Thema Nachhaltigkeit. Habt ihr einen Wasserfilter? Wir haben ein ganzes Wasserfiltersystem. Ja. Aber unsere Technik wird
außerhalb vom Haus in so einem Anstellkabuff eingebaut. Ah, okay. Genau. Der ist dann letztendlich unter der Wechselbrücke. Also wir haben ja unter dem Haus recht viel Platz Ja. durch die hohen Stehfüße. Und da kommt diese Technikbox, ist drunter, oder bei uns ist sie schon, hier kommt sie sozusagen dann drunter in der Installation. Und da haben wir ein vierteiliges Filtersystem, Edelstahl. Weil konsequent wäre natürlich, wenn man dieses Thema so spielt, ich weiß, dass es in Deutschland natürlich mit extremen Hürden also untermauert, aber konsequent wäre ja, wenn man sagt, man versucht das autark zu bekommen, ne? Dass Ja. man sich also sowohl mit einer Wasseraufbereitung vielleicht, als auch mit einem eigenen Wasserfiltersystem und einer Solaranlage auf dem Dach. Das Tiny House wird mit Solaranlage verkauft. Ja. Unser eigenes Tiny House ist komplett stromautark über Solar. Und mit einer Batterie dann? Mit Batterie, genau. Ja. Warmwasser auch über Solar. Raumheizung über den Ofen. Ja. Genau, es ist komplett autark konzipiert. Tatsächlich bei uns hängen wir noch an der Stelle, dass jetzt noch keine Wiederaufbereitungskläranlage angebaut ist, ist aber ja möglich und ist in der Planung. Mhm. Und zum Beispiel im Bereich Toilette haben wir ja auch schon die Trenntoilette bekannt, wo wir eben auch aus Nachhaltigkeitsgründen kein Wasser verschenken. Ja. Die habt ihr jetzt hier auch drin? Ja. Können wir mal hingehen? Natürlich. Wir sind Fans von Trockentrenntoiletten. Wunderbar. Ja. Aber es ist natürlich schon ein Thema. Also wir sind gerade noch nicht fertig in der Konstruktion. Wie gesagt, Ja. heute läuft noch alles auf Hochtouren. Bei uns ist sie ausfahrbar, dass sie auch schön verschwindet. Ja. Sie ist jetzt noch etwas zu tief gesetzt. Und da haben wir unsere Und dann habt ihr den Pipi-Tank da drunter und ich muss den dann rausholen? rausheben. Genau. Okay. Pipi und Feststoff. Ja, genau. Ist aber durchaus möglich, wenn das gewünscht ist vom Kunde, mit Anschluss nach außen, dass man es nicht rausheben muss. Für den Pipi-Kanister. Das macht Sinn. Aber das ist tatsächlich auch Kundenwunsch. Ja, ja. Habt ihr da einen Lüfter noch mit drin irgendwie Ja, verbaut? hinten drin. Nach hinten raus, ne? Ja, okay. Sehr schön. Und was ich auch ganz toll finde, und das sieht man auch nicht bei vielen, ihr habt hier die dänischen Fenster, ne? Ja, Die nach außen, alle jetzt hier eigentlich sogar. Ja. Und ich zeige euch jetzt hier gerade schon mal das Schlafzimmer. Wobei ich war, als ich hier kurz in dieses Kabuff gekommen bin, sage ich mal gerade, ne? Also hier in diesen kleinen Raum gekommen bin, war ich ein bisschen irritiert, weil hier so ein kleines Bett drin ist. Aber du hast es sehr schnell aufgelöst. genau, das ist einfach Kundenwunsch. In dem Fall ist dieses Haus für ein getrennt lebendes Rentnerpaar, was das so als Rückzugs-Zweitwohnsitz, sage ich mal, möchte. Und die haben sich ein Einzelbett gewünscht. Das ist hier quasi dann der Spielbereich vom Ehegatten. Ne? Da sagt sie dann, du gehst jetzt in dein Tiny House. Vielleicht so. So. Genau. Okay, aber natürlich kann man sich das hier auch großartig vorstellen mit einem riesen Bett, was hier komplett in diesem ganzen Bereich ist. Ne? Das bietet sich ja förmlich dann an. Und dann stellt euch mal vor, ihr liegt hier im Bett. Morgens kommt dann die Frau und sagt, willst du einen Kaffee? Und du sagst, ja, Ja, bitte. sehr gerne. Hier bitte. So, ne? Und dann guckst du hier aus dem Fenster in die Natur. Ja, sehr, sehr schön. Finde ich auf jeden Fall mal einen spannenden Ansatz. Und diese Wände, ne, die sehen ja auch echt toll aus. Wie sind die denn behandelt? Das ist eine Behandlung mit einem reinen Öllasur sozusagen. Also Öl, Holzöl natürlich mit natürlichen Farbpigmenten. Also wenn ich dann hier mal eine Macke drin habe oder so, dann kann ich das einfach ein bisschen wieder anschleifen und ein bisschen wieder nachölen, oder? Auf jeden Fall. Das ist da auch schon wieder nachhaltig. Ja. Klasse, großartig. Vielen, vielen Dank. Ja, danke auch.